herzlich willkommen zu einem neuen Video. Viele von euch haben sich in den Kommentaren ein Gericht für den Weihnachtsabend gewünscht und passend zu den Herzogin-Kartoffeln aus meinem letzten Video zeige ich euch heute ein klassisch deutsches Fleischgericht, und zwar kochen wir Rinderrouladen, gefüllt mit Speck, Zwiebeln und Gewürzgurken. Wir beginnen damit, das Fleisch zwischen zwei Bögen Frischhaltefolie behutsam flach zu klopfen. Dafür könnt ihr ein Plattiereisen oder einen Fleischklopfer mit flacher Oberfläche verwenden oder aber einfach eine kleine Pfanne bzw. einen kleinen Topf. Als nächstes für die Füllung eine Zwiebel abziehen und fein hacken, außerdem zwei große Gewürzgurken in kleine Würfel schneiden und dann das Rouladenfleisch mit einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen, als nächstes mit einem Teelöffel Senf einstreichen, 2 Scheiben Frühstücksspeck und zum Schluss Gurken und Zwiebeln darauf verteilen. Jetzt zum Aufrollen der Rouladen die Längsseiten etwa 1 cm über die Füllung schlagen und danach einfach aufrollen. Zu guter Letzt alles mit einem Zahnstocher oder, wenn ihr habt, einer Rouladennadel fixieren und die fertigen Rouladen anschließend kurz zur Seite legen. Weiter geht's mit dem Röstgemüse. Ich habe hier 2 Möhren, ein Stück Sellerie und eine halbe Stange Porree aus dem Suppengrün, außerdem 2 Zwiebeln und 2 Knoblauchzehen. Das Gemüse jetzt grob in Würfel schneiden und dann ebenfalls kurz zur Seite legen. Als nächstes einen großen Topf oder eine große Pfanne mit hohem Rand mit einem Schuss Öl oder etwas Butterschmalz erhitzen, die Rouladen in die Pfanne geben und jetzt einige Minuten rundherum scharf anbraten, die Rouladen einmal wenden und sobald sie Farbe genommen haben, aus der Pfanne heben und kurz zur Seite stellen. Danach das grob gehackte Röstgemüse in die Pfanne geben, für 2 bis 3 Minuten mit anbraten, dabei gelegentlich umrühren und wenn das erledigt ist, einen gehäuften Esslöffel Tomatenmark unter das Gemüse rühren, das Tomatenmark kurz mit anrösten und sobald das gesamte Gemüse einen leichten tomatigen Glanz hat, alles mit 250 ml Rotwein ablöschen. Jetzt unter ständigem Rühren die Röststoffe vom Topfboden lösen und den Rotwein nahezu komplett verkochen lassen. Danach ein paar Zweige Thymian und Rosmarin sowie die Petersilie aus dem Suppengrün dazugeben, außerdem je 4 bis 5 Nelken, Pimentkörner und Wacholderbeeren, 2 Lorbeerblätter und die angebratenen Rouladen zurück in die Pfanne setzen. Anschließend alles mit ca. 500 ml Rinderfond aufgießen, bis die Rouladen nahezu komplett mit der Flüssigkeit bedeckt sind. Einmal aufkochen lassen und sobald es köchelt, mit geschlossenem Deckel für 2,5 Stunden bei niedriger Hitze langsam schmoren lassen. Nach der Hälfte der Garzeit den Deckel einmal abnehmen und die Rouladen wenden. Anschließend den Deckel wieder auf die Pfanne setzen und mit geschlossenem Deckel zu Ende schmoren. Nach 2,5 Stunden sind die Rouladen dann fertig. Die Rouladen jetzt aus der Pfanne heben und zum Warmhalten in Alufolie gewickelt kurz zur Seite stellen. Währenddessen können wir uns um die Soße kümmern, dafür den Rest des Pfanneninhalts durch ein feines Sieb passieren, das Gemüse dabei mit einem Löffel gut ausdrücken, und wenn das erledigt ist, zum Binden der Soße noch einen gehäuften Teelöffel Speisestärke mit etwas Wasser glatt rühren. Die passierte Soße anschließend wieder auf den Herd stellen und zum Kochen bringen. Sobald es köchelt, die Speisestärke einrühren und alles so lange köcheln lassen, bis die Soße die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Die Soße dann vom Herd ziehen, die Rouladen zurück in den Topf geben und kurz in der heißen Soße aufwärmen.
und anschließend zusammen mit selbstgemachtem Rotkohl und Herzogin-Kartoffeln servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.